Zu Beginn des neuen Simracing-Jahres gibt's das erste große Highlight in meinem Kanal. Das brandneue Cube Controls F Pro betritt den Markt und löst seine erfolgreichen Vorgänger ab. Welche Neuerungen ihr mit diesem Wheel geboten bekommt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Cube Controls hat dieses Lenkrad als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte für dieses Video kein Geld. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Cube Controls F Pro Lenkrad kostet 1049 € inklusive Steuer innerhalb der EU. Cube Controls hat mir einen Link für Early Access Interessenten übermittelt. Über diesen habt ihr dann 3 Tage ab heute verfrühten Zugriff. Es handelt sich dabei nicht um einen Affiliate-Link. Wie bereits erwähnt, verdiene ich an Verkäufen der Hersteller keinen Cent mit, da sich dies mit meiner Auffassung objektiver Berichterstattung nicht vereinbaren lassen würde. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das F Pro Lenkrad und ein USB-Kabel. Dazu gibt es das übliche Montagematerial, Werkzeug und ein umfangreiches Stickerset. Die Ware kommt wie gewohnt sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Das Lenkrad wird über den 50,8 bzw. 70 mm Lochkreis mit jeder beliebigen Wheel-Aufnahme verbunden. In Sachen Systemkompatibilität gibt's verglichen mit dem Vorgänger die erste große Neuerung. Das F Pro Lenkrad setzt auf Bluetooth als Schnittstelle und wird somit drahtlos direkt mit dem PC verbunden. Somit ist die Wireless-Exklusivität über SimuCube Vergangenheit. Bluetooth ermöglicht den drahtlosen Betrieb des F Pro Lenkrads somit an jeder Wheelbase am PC, wenn ihr das Lenkrad über einen Adapter eben an die Wheelbase dranschrauben könnt. In meinem Fall zeige ich euch dies zum Beispiel an meiner Thrustmaster TGD Base via 3D-Druckadapter, welchen ihr selbst ausdrucken oder für ein paar Euronen bestellen könnt. Meine Fanatec Gran Turismo Pro DD habe ich via Podium Hub mit dem F Pro verbunden. Und die SimuCube SC2 Pro Wheelbase wurde über den üblichen Wheelside Quick Release mit dem F Pro Wheel verbunden. Zusammengefasst könnt ihr am PC uneingeschränkt drahtlos unterwegs sein, wenn das Spiel eben den Lenkrad-Support bietet. Ein Konsolensupport ist derzeit nicht vorgesehen.
Alternativ könnt ihr das F-Pro Lenkrad mit dem beigelegten USB-Kabel direkt am PC angeschlossen betreiben. Dieses wird auch zum Aufladen verwendet. Während des Wireless-Betriebs kann das USB-Kabel angesteckt werden, um das Lenkrad zu laden, insofern der Akku zur Neige geht. Dabei wird die Wireless-Verbindung nicht unterbrochen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Der Außendurchmesser beträgt 285 mm und liegt damit in der goldenen Mitte zwischen dem kleineren Formula und dem etwas größeren GT-Wheel. Das Gewicht beträgt ca. 1100 Gramm. Die Schaltmechanik hat einen verstellbaren Schaltweg von 3 bis 6 mm. Die Schaltpedals sind 4 mm dick und außen 52 mm breit und bieten somit Platz, um 3 Finger aufzulegen. 20 mm Langlöcher erlauben die Verstellung der Schaltpedals nach außen oder in Richtung Lenkradaufnahme. Die Schaltmechanik ist ebenso mit 4 mm dicken Carbonplatten aufgenommen und über eine kugelgelagerte Metallachse gelagert. Der Endanschlag und somit Schaltweg lässt sich wie eben gezeigt über die goldeloxierte Metallachse bestimmen. Der Schaltarm ist aus Metall mit einem eingelassenen Magneten mit 10 mm Durchmesser ausgeführt. Die Auslösekraft beträgt etwa 800 Gramm, wenn die mittlere Position der Langlöcher entsprechend des Hebelwegs gewählt wird. Dabei ist die Schaltmechanik mit um die 75 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung hörbar und nur bedingt wohnzimmertauglich, wenn jemand neben dir in Ruhe fernsehen möchte. Das F-Pro hat unter der Schaltmechanik analoge Pedals verbaut. Der Schaltweg kann gleich wie bei der Schaltmechanik oberhalb über die Endanschläge angepasst werden und beträgt zwischen 3 und 4 cm. Die Betätigungskraft kann über die innenliegende Schraube eingestellt werden und steigt progressiv entsprechend der Feder bis hin zu 750 Gramm in der leichten und über 1250 Gramm in der straffen Einstellung. Die analogen Pedals sind ebenso aus 4 mm dicken Carbon und die Aufnahme ist kugelgelagert. Die analoge Mechanik wird mit einer Metallkonstruktion aufgenommen. Auf der Rückseite mittig unten positioniert ist der USB-Anschluss angebracht.
Dieser wurde komplett neu überarbeitet und ersetzt den damaligen Schraubanschluss durch eine magnetische Lösung, die von Cube Controls Q-Con genannt wird. Diese geht kräftig zu Werke und hält das Kabel fest in Position. Der Flansch der Lenkradaufnahme hat wie gewohnt einen Durchmesser von 80 mm und ist 5,5 mm dick bzw. 30 mm tief. Er weist das gängige 6-Kreis-Lochbild mit 70 bzw. 50,8 mm auf. Jede zweite Lochreihe ist mit einem M5-Gewinde versehen und die anderen Löcher sind Durchgangslöcher mit 5 mm Durchmesser. Buttons weisen 12 mm Durchmesser aus und lösen mit etwa 700 Gramm angenehm straff und knackig aus. Die oberseitigen On-Off-Toggle-Schalter lösen mit um die 250 Gramm sehr leicht aus. Beim F-Pro Lenkrad verbaut Cube Controls insgesamt 4 Thumb-Encoder. Die blau eloxierten Encoder sind oberseitig der Griffflächen außenseitig je links und rechts positioniert. Schwarz eloxierte Thumb-Encoder wurden ins Gehäuse auf Daumenhöhe integriert. Die Betätigung der Thumb-Encoder ist straff gehalten, das Einrastfeedback sehr klar vernehmbar. Gleiches gilt auch für die 4 zentralen Drehschalter, welche rot, blau und schwarz eloxiert wurden und gleich wie die Thumb-Encoder aus Metall bestehen. Cube Controls spendiert dem F-Pro Wheel 2 7-Wegeschalter, die ebenso aus Metall bestehen. Diese können gedrückt, links und rechts gedreht und links, rechts, oben und nach unten gedrückt werden. Der Durchmesser dieser 7-Wegeschalter beträgt 12 mm und die Oberfläche ist mit Vertiefungen versehen, um einen besseren Grip zu haben. Das Betätigungsfeedback ist kräftig und klar. Die Griffflächen des F-Pro sind zwischen 25 und 40 mm breit und mit Kunststoff überzogen. Das Gehäuse ist aus Metall, frontseitig mit einer 4 mm dicken Carbonplatte versehen. Die gesamte Bautiefe des Lenkrads beträgt etwa 80 mm. Das USB-Kabel ist ca. 1 Meter lang und über die Wicklung auf ca. die doppelte Länge dehnbar. Alle Buttons und die 4 Drehschalter sind mit LEDs eingefasst. Kommen wir gleich live zur Anpassung der LEDs. Ich zeige euch auch das, wie das gleich funktioniert. Nehmen wir das Lenkrad mit direkt am PC, da kann ich euch das besser zeigen. Noch einen kleinen Untersatz und dann kann es schon losgehen. Du sagst beispielsweise, dir ist dieses ganze Setup jetzt irgendwie zu bunt geworden, möchtest hier die LEDs anpassen, entsprechend ändern. Du öffnest die Cube Controls F-Pro Software, klickst auf den Button RGB und sagst, diese rote Seite gefällt mir nicht, klickst hier oben den linken Button an und sagst jetzt, du möchtest ich habe eine Blau genommen als Custom Color, dass ich mir diese merken kann, hier gleich mit Blau und klicke auf OK und das Blau wird übernommen. Ich will dieselbe Farbe haben, wähle wieder das Blau, schnapp mir wieder das Blau und auch hier wieder meine blaue Farbe. Welche Möglichkeiten habt ihr noch? Ich zeige euch das jetzt mal hier an diesem rot beleuchteten Button hier. Du klickst diesen an und sagst jetzt, ich möchte mir selber eine Farbe wählen. Du hast hier klarerweise diese Möglichkeit dazu. Du kannst hier alles Mögliche ändern, auch in der Helligkeit, im Farbton. Geben wir dem Ganzen mal einen grünen Touch. Von mir ist etwas dunkelgrüner, du klickst auf OK und siehst, du hast dies in dieser gewählten Farbe jetzt beleuchtet. Wenn du mit deiner Belegung fertig bist, vergiss nicht auf Save Setting zu klicken. LED Color Saved, die Bestätigung, alles auf dem Lenkrad gespeichert und wenn du jetzt das Wheel ausschaltest, alles dunkel und wieder einschaltest, dann wird dieses letzt gespeicherte Farbprofil geladen und sollte so am Start sein. Du schaltest ein, gleiche Farbgebung, er lädt das Farbprofil und jetzt hast du deine vorkonfigurierten Farben des letzten Setups, des letzten Settings hier auf dem F-Pro Lenkrad geladen. Oberseitig links ist eine LED für den Ladezustand, rechts die Bluetooth-LED verbaut. Grün bedeutet Batterie vollgeladen, gelb, dass gerade geladen wird und rot blinkend, dass aufgeladen werden muss.
Voll aufgeladen ist der Wireless-Betrieb bei ausgeschalteten LEDs rund 50 Stunden und bei voll aufgedrehter Beleuchtung, sprich mit maximaler Helligkeit, rund 10 Stunden möglich. Die blaue LED blinkt, wenn sich das Lenkrad im Bluetooth, Pairing oder Suche-Modus befindet. Hat sich das Lenkrad mit Bluetooth verbunden, dann leuchtet die LED dauerhaft blau. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, das Lenkrad via Bluetooth mit dem PC verbinden. Dieses Kapitel sehen wir uns am besten live an und ich zeige euch, wie dies vonstatten geht. In Sachen Verbindung mit dem PC öffnet euer Bluetooth-Setup, Lenkrad einschalten, Pairing läuft, als Gerät suchen, Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen, klickt hier dann auf Bluetooth und dann in der Geräteliste, bei mir eben schon geschehen, wird das Cube Controls Lenkrad erscheinen. Klickt drauf und es verbindet sich mit eurem PC. Ihr seid mit Bluetooth verbunden und jedes Mal beim Systemneustart wird dieses dann automatisch erkannt. Das heißt, ihr müsst diesen Pairing-Vorgang nur beim ersten Mal durchführen und seid von dann an immer ready to go. Einen wichtigen Tipp möchte ich euch an dieser Stelle geben. Wenn ihr an eurem PC auf dem Mainboard eine integrierte Bluetooth-Lösung habt, dann hat die meistens eine sehr geringe Bandbreite, Signalstärke. Ich habe mir hier für diesen Zweck so einen EDUB BTS 5.0 Bluetooth USB Adapter mit so einer Antenne angeschafft. Der hat eine ordentliche Reichweite. Dann habt ihr überhaupt kein Problem mehr, wenn hier zwischen dem Lenkrad noch ein Bildschirm und noch ein paar Meter zum PC oder sonst wohin sind. Ihr habt im ganzen Raum dann eine perfekte verstärkte Bluetooth-Verbindung und werdet keine Signalübertragungsprobleme haben. Das kann ich nach vielen Tests jetzt mit diesem Lenkrad bestätigen. Ihr seht dann in den Bluetooth-Einstellungen Cube Control, Lenkrad verbunden. Ihr seht sogar den Akkustand mit 59% angezeigt. Und jetzt seid ihr im Prinzip bereit, dieses Lenkrad ganz normal in jedem Spiel am PC zuzuweisen. Ich zeige es euch hier am Beispiel von Assetto Corsa. Die Wheelbase, in diesem Fall eine Fanatec Gran Turismo DD Pro, ganz normal zugewiesen. Ihr seht hier bei Lenkung das Fanatec Wheel. Hier rechts, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Cam seht, seht ihr diesen Ausschlag, alles okay. Die Bremsen, Gas, ganz normal, einmal, zweimal. Und jetzt geht es eben um die entsprechenden Tasten am Lenkrad. Das heißt, hier heraufschalten, zuweisen und ihr seht Cube Controls 23 erkannt und zugewiesen. Herunterschalten, klicken, zugewiesen. Und ihr seht das instant von der Übertragung. Ihr seht an diesem Balken jetzt, hört auf den Klick und seht gleichzeitig auf die Anzeige. Das geht instant, 1:1 ohne Lag. Gleiches gilt dann für diverse andere Dinge. Keine Ahnung, weisen wir mal die Traktionskontrolle hier auf den Thumb-Encoder zu. Traktionskontrolle erhöhen. Ich drehe nach oben. Wieder Taste belegt. Nach unten. Entsprechend in dem Fall Cube Controls Taste 26 belegt. Und so funktioniert dies mit allen Dingen, die ihr entsprechend belegen wollt. Keine Ahnung, beispielsweise noch ABS erhöhen, lege ich hier mal auf diesen Drehschalter, verringern. Und dann ist es natürlich an euch zu merken, wo ihr denn entsprechende Buttons belegt. Ihr könnt diese auch nochmal überprüfen. Hier bei erkannte Controller, Cube Controls. Und wenn ihr entsprechende Buttons klickt, dann seht ihr diese hier wunderbar aufleuchten. 7-Wege-Schalter rauf wäre der Button 9, runter 11, rechts 12, links 10, drehen 15, rechts im Uhrzeigersinn drehen 14. Und an dieser Stelle seid ihr bereit, jetzt loszufahren. Starten wir das ganz kurz, um euch zu simulieren, ob alles funktioniert. Fahrzeug, das lassen wir jetzt alles gleich. Wir starten das Rennen, machen gleich den Funktionstest, ob alles instant, lagfrei, ohne Probleme funktioniert. Aber ich kann euch schon berichten von meinen Tests zuvor, wie ich das über die TGT Wheelbase beispielsweise verbunden habe und ebenso über Bluetooth am Beamer unterwegs war. Lagfrei, alles 1:1, wunderbar, gleich wie wenn ihr dieses Wheel hier mit einem Kabel und USB am PC angeschlossen hättet. So, gucken wir beim Schalten. Klick, zweiter Gang. Klick, dritter Gang. Zweiter Gang.
Das heißt, ihr merkt, einwandfrei, alles geht wunderbar, ohne Lag. 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Traktionskontrolle 2, Klick 1, ausgeschalten, 1, 2. ABS aus, Level 1, aus, Level 1, aus. So wie es klickt, so stellt ihr das im Spiel um. Das heißt, die Bluetooth-Verbindung und eine USB-Kabelverbindung, auch dies habe ich getestet, sind von mir nicht zu unterscheiden. Ich merke nicht, ob ich eine kabel- oder drahtlose Verbindung in Sachen Lag, in Sachen Verzögerung am Start habe. Alles geht 1:1, genauso wie ich dies mir erwarten würde, möchte und hoffe. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, die Ausstattung. Insgesamt bietet das Cube Controls F Pro Lenkrad 12 Buttons mit einheitlicher Größe und färbiger Hinterbeleuchtung an. Oberseitig sind 2 Toggle-Switches verbaut, die in einer der beiden Stellungen beleuchtet sind. Frontseitig findet ihr 4 Rotary-Encoder, die ihr links bzw. rechts drehen könnt. An den Seiten sind die 4 bereits erwähnten Thumb-Encoder, je 2 links und 2 rechts verbaut. Auf der Rückseite ist die Schaltmechanik angebracht und unter dem Montageflansch ist die Buchse für den Anschluss des USB-Kabels eingelassen. Mittig außenseitig wurden die beiden 7-Wege-Schalter verbaut. In Sachen Ausstattung lassen sich somit 46 gezählte Eingabemöglichkeiten belegen. Dazu kommen die 4 rückseitig angebrachten Pedals. Rückseitig ist die Bluetooth-Antenne und auf der anderen Seite der On-Off-Button verbaut. Und unterseitig eben mittig der Verbindungsanschluss für das USB-Kabel. Nächste Möglichkeit, die du hast, du könntest beispielsweise auch die analogen Pedals nutzen, um Gas zu geben und zu bremsen. Analoge Achsen könnt ihr belegen wie entsprechend Pedale. Kann dann den Sinn machen, wenn du dieses Edellenkrad auch mal auf dem Couchtisch verwenden möchtest, keine Lust auf Pedale hast oder im Rollstuhl sitzt, vom Bewegungsapparat eingeschränkt bist. Auch dann könntest du mit diesem Lenkradpaket ohne Pedale unterwegs sein. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Du hast die analogen Pedals. Hier auf der linken Seite seht den Ausschlag bei 4 und auf der rechten Seite den Ausschlag bei 3. Jetzt fällt euch auf, beim linken Pedal habt ihr einen geringen Weg, beim rechten Pedal so wie dieses sein sollte. 0 auf 0 und voll gedrückt auf Maximum. Dieses rechte Pedal habe ich bereits kalibriert. Das führen wir jetzt nun gemeinsam nochmal beim linken Pedal durch, damit dies entsprechend so kalibriert ist in der Ausgangsstellung. Kein Input, voll gedrückt bzw. gezogen, der maximale Input. Ich habe euch diese Kalibrierung schon einmal erklärt. Ihr könnt dazu ein Tool verwenden namens DI-View. Ich zeige euch das schnell, hier eingeblendet. Hier seht ihr am rechten Controller kalibriert, hier diesen schwarzen Pfeil, der hochgeht, umso mehr ich ziehe. Und links seht ihr, in diesem Bereich haben wir das Pedal noch nicht entsprechend kalibriert. Wie dies funktioniert, rechter Mausklick, View Raw Data. Ihr seht jetzt bei dem Wert View Raw Data, seid ihr in der Ausgangslage bei 250. Ich schaue jetzt mal, wie ich das beim oberen Pedal kalibriert habe. Rechter Mausklick, Calibration, da habe ich dies auf 300 gesetzt. Und 1480 die maximale. Das erkläre ich euch jetzt nochmal kurz. Du siehst, in der Ausgangslage bist du bei einem Wert von 250. Du willst, dass in der Ausgangslage klarerweise noch keine Eingabe, in dem Fall links, beispielsweise die Bremse, stattfindet. Das heißt, du setzt die Endlage, das machen wir gemeinsam auf Calibration, jetzt auf, keine Ahnung, etwas über das Minimum von 250 auf 300 hinauf. Klicken wir hier mal auf OK. Und jetzt siehst du am schwarzen Balken, das ist dein Eingabebalken, in der Endlage hast du 0 Ausschlag. Genauso soll das sein und ziehe ich diesen etwas. Jetzt ab diesem Bereich geht der Input los. Klarerweise noch zu wenig, wir sind hier bei einem Drittel. Wenn 1460 das Maximum ist, dann gehen wir hier mal jetzt auf 1400 runter. 1400. Suchen die Mitte, 1700, die Hälfte, 850. Eingabe. Jetzt könnt ihr wunderbar erkennen,
kurz bevor ich in der Endlage angekommen bin, schwarzer Pfeil, 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 jetzt beim Maximum angekommen, dann habe ich hier noch etwas eine Todzone. So würde ich dies jetzt einmal übernehmen und diese Werte werden automatisch jetzt auf eurem Lenkrad entsprechend der Belegung gesichert. Wir können jetzt dieses Tool schließen. Hier muss ich den Content Manager nochmal neu starten, damit ihr diese Werte nochmal jetzt richtig für euch übernehmt. Und ihr seht jetzt, linkes Pedal gezogen, maximaler Ausschlag, rechtes Pedal gezogen, ebenso. Und jetzt könnt ihr dies belegen, ganz wie ihr wollt. Keine Ahnung, rechtes analoges Pedal als Gas. Du klickst in Sachen Belegung auf den Gas-Button, ziehst das rechte Pedal, kehrst die Achse natürlich nicht um. Du siehst einen wunderbaren Gasausschlag und linkes Pedal nehmen wir die Bremse. Ebenso umkehren, rausnehmen. Ihr habt den gut dosierbaren Bremsausschlag und das versuchen wir jetzt gleich live auf der Strecke, ob dies funktioniert. Ich habe meine Füße von den Pedalen weggenommen und wir testen, ob ich alleine mit dem Lenkrad, beispielsweise du sitzt wie gesagt im Rollstuhl, hast dir den Fuß gebrochen, bist eingeschränkt im Bewegungsapparat, möchtest trotzdem auf dieses Edelpaket nicht verzichten, mit dem F-Pro unterwegs sein, am Couchtisch, wo auch immer, dann soll dies auch mit den analogen Pedals beispielsweise möglich sein. Und ihr seht sofort, Gas geben mit dem rechten analogen Pedal, funktioniert wunderbar, Bremse, oben den Bremsausschlag, erster Gang mit den Schaltpedals, rechtes Analogpedal voll gedrückt, Vollgas, anbremsen, linkes Pedal und an das müsst ihr euch natürlich gewöhnen. Wenn ihr jetzt an Pedale gewöhnt seid, dauert es etwas, sich hier umzustellen, aber du bist relativ schnell in dieser Art der Steuerung drinnen. Das lernst du relativ schnell, überraschend schnell, nach ein paar Runden hast du das verinnerlicht. Und kannst, wenn du dies willst, vollkommen ohne Pedale unter Inanspruchnahme deiner Analog-Pedals unterwegs sein. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, Kapitel Nummer 8, die Optik. Frontseitig springt die Applikation aus Carbon ins Auge. In der Mitte wurde das blaue Cube Controls Branding eingelassen. Die Einfassung der Buttons aus Kunststoff macht einen zweckmäßigen Eindruck und fällt vom Carbon-Look von der Carbon-Haptik der Frontplatte ab. Oberseitig wurde im Gehäuse das Cube Controls Logo sowie der Schriftzug aufgedruckt. Die Rückseite bietet Vollmetall- und Carbon-Look der Schalteinheiten. Das Design der Schaltmechanikaufnahme wirkt edel, genauso wie der optisch schön designte Aufnahmeflansch. Von vorne betrachtet wirkt das F-Pro Wheel extrem üppig ausgestattet. Die Anpassbarkeit der zahlreichen LEDs lässt umfangreiche optische Anpassungsmöglichkeiten zu. So machen wir weiter mit Kapitel Nummer 7, das ist die Haptik. Die Griffflächen wurden mit glattem Kunststoff überzogen. Die Verbindungsstellen sind sauber und kaum spürbar ausgeführt. Bei der Betätigung der Schaltmechanik fällt der absolut spielfreie Betrieb auf. Auf den Schaltpedals haben 3 Finger komfortabel Platz. In den Freistellungen der Pedals liegen die Fingerkuppen auf und die Griffflächen des Lenkrads wurden ergonomisch gut angepasst. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 8, das ist die Verarbeitung. Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Alles wirkt hochsolide und langlebig, wie man dies bei einem Lenkrad dieser Preisklasse erwarten kann und sollte. Im Rennbetrieb ist dies spürbar, dass sich nichts verwindet und alles geräuschfrei ohne Knarzen funktioniert. Kugelgelagerte Achsen der Schaltmechanik, super verarbeitete Carbonkomponenten und gleichermaßen edel verarbeitete Thumb-Encoder und Drehschalter setzen die tadellose Ausführung und Verarbeitung fort. Kapitel Nummer 9, die Ergonomie. Ohne das Lenkrad loslassen zu müssen, können sehr umfangreiche Eingaben getätigt werden. Dies sind insgesamt 32 an der Zahl, die durch Thumb-Encoder, Toggleschalter, 7-Wegeschalter und die oben positionierten Buttons umgesetzt werden
ohne das Lenkrad aus der Hand lassen zu müssen. Die Schaltpedals sind sehr gut erreichbar und umfangreich einstellbar. Bei den analogen Pedals muss ich meine nicht allzu langen Finger deutlich strecken, um diese in der Ausgangsstellung erreichen zu können. Das Rim ist angenehm geformt und liegt dabei ergonomisch und komfortabel in der Hand. Die Aussparungen für Daumen oberhalb der Speiche und Finger unterhalb der Speiche sind großzügig dimensioniert und ebenso ergonomisch ausgeführt. Kapitel Nummer 10, unser Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Das Cube Controls F Pro Lenkrad liegt, wie gerade erwähnt, komfortabel und ergonomisch in der Hand. Der Durchmesser von 28,5 cm ist dabei für mich persönlich die goldene Mitte zwischen Formula und GT-Klassen. Somit bleibt das Fahrverhalten sehr reaktionsschnell, da für den benötigten Lenkradeinschlag kein großer Weg am Rim zurückgelegt werden muss. Auch nach längeren Turns ist keine Ermüdung festzustellen, da das Rim sich angenehm an die Handflächen anschmiegt. Als Nicht-Handschuhnutzer vermisse ich, wie gewohnt, alternative Materialien für den Lenkradüberzug, so wie ich dies schon bei den vorhergehenden Formula-Modellen angemerkt oder kritisiert habe. Die Schaltvorgänge fühlen sich knackig und präzise an. Hier kann ich kein Spiel ausmachen und die Schaltvorgänge gehen über die schwächer dimensionierten Magneten blitzschnell von der Hand. In Sachen Erreichbarkeit der Buttons und Schalter ist alles selbsterklärend. Zu Beginn muss man nur lernen, welchen Button man wofür belegen möchte, um sich alles dann im Rennbetrieb merken zu können. Sehr deutlich spürbar ist für mich wiederum der äußerst stabile Aufbau des Gehäuses. In Verbindung mit dem spielfreien Simucube Quick Release ist das F Pro Lenkrad stabil wie ein Brett. Man merkt diese Spielfreiheit deutlich, wenn man den Vergleich zu Fanatec Podium Quick Release 1 oder Thrustmaster Quick Release hat. Ich weiß, dass ich mich mit dieser Aussage wiederhole, aber hier komme ich immer wieder zum selben Ergebnis, dass es sich lohnen kann, viel Geld in die Hand zu nehmen. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, negative Aspekte. Hier bleiben für mich die bereits erwähnten negativen Aspekte der fehlenden Materialauswahl der Griffflächen. Ich habe über diesen Punkt bereits mit Cube Controls gesprochen. Mal sehen, ob es zukünftig mehr Flexibilität geben wird. Francesco von Cube Controls hat mir letztes Jahr auf der SimRacing Expo bereits einen Prototypen mit alternativen Bezug vorgestellt und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn dieser einmal in Serie angeboten wird. Ich kenne auch die Argumente von unwichtig, da eben echter Motorsport und so, aber hier sprechen wir von einem SimRacing-Produkt für den Heimgebrauch und darum steht in diesem Punkt meine Meinung eben fest. Passend zur hochwertigen Carbonplatte samt Metallgehäuse fallen wiederum die Button-Einfassungen ab, die ich auch bei diesem Lenkrad lieber in Aluminium sehen würde. Die analogen Pedals sind für mich schwer erreichbar. In der Ausgangslage hätte ich mir einen flacheren Winkel gewünscht, um eben besser hinzukommen. Alternativ könnte man gewinkelte Analog Pedals beipacken, die man dann nach Bedarf austauschen könnte, um eine bessere Erreichbarkeit zu erzielen. Kapitel Nummer 12, das sind die neutralen Aspekte. Den Preis stufe ich als hoch, aber neutral und nicht unfair ein. Ihr seid mit Lenkrädern dieser Klasse im absoluten Enthusiastenbereich gelandet und hier gibt's keine Schnäppchen, egal von welchem Anbieter. Die Einfassung der oberen Buttons mit über 6 mm Höhe empfinde ich als hoch, aber noch okay. In Sachen Software wünsche ich mir noch mehrere Presets für persönliche Beleuchtungsprofile, die ich abspeichern und belegen kann. Auch eine Mehrfachauswahl von Buttons und Zuweisung der Farben wäre wünschenswert und würde Zeit ersparen. Kapitel Nummer 13, positive Aspekte. Sehr hochwertiger Einsatz von Materialien wie Carbon und Metall in entsprechender Dicke und Stärke. Die Schaltmechanik ist die bis dato am besten gelagertste und setzt sich nochmal von der bereits grandiosen Mechanik der Vorgänger ab. Der Einsatz von 4 mm dicken Carbon-Pedals ist vorbildlich und auch hier setzt Cube Controls Maßstäbe. Sämtliche Bedienelemente lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen, so wie dies sein muss und sollte. Die Lenkradform bietet zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz. Oberseitig lässt die Form eines Formula-Lenkrads den freien Blick auf den Bildschirm zu und verdeckt somit dein Blickfeld nicht. Der Lenkraddurchmesser von 28,5 cm ist in meinen Augen für eine Vielzahl von Rennklassen optimal gewählt. Die Rotary Encoder sind sehr gut bedienbar, rasten super ein und sind groß genug und damit gut bedienbar.
Gleiches gilt für die Thumb-Encoder, die knackig einrasten und ebenso gut bedienbar sind. Die Entscheidung, gleich 2 7-Wege-Switches ans Lenkrad zu bringen, ist ebenso ein kluger Zug. Ein weiterer Aspekt ist für mich die Optik. Diese Wertung müsst ihr aber klarerweise wie immer subjektiv einordnen, aber ich finde auch dieses Cube Controls Lenkrad schön und zeitlos. Die LED-Beleuchtung sieht super aus und lässt sich anpassen, auch wenn ich als VR-Anwender davon eigentlich nur sehr selten profitiere. Ebenso positiv ist die absolut verzögerungsfreie Datenübertragung. Cube Controls geht in meinen Augen den richtigen Schritt mit Bluetooth direkt über den PC. Jegliche SimuCube-Bindung für den Wireless-Betrieb wird somit obsolet gemacht und das finde ich gut. Und als letzter positiver Aspekt ist ganz objektiv betrachtet eine extrem hohe Performance in Sachen Stabilität. Wenn du ein Lenkrad ohne jeglichen Flex suchst, dann wirst du bei diesem Modell nichts zu kritisieren haben. Hier zahlt sich der hochmassive Materialeinsatz von dicker Carbonplatte, Metallgehäuse und super Verarbeitung samt massivem Flansch eben aus. Kommen wir zu Kapitel Nummer 14, das ist unser Fazit und die Kaufempfehlung. Cube Controls setzt mit dem F Pro konsequent das um, was ich mir bei den Vorgängern schon gewünscht oder erhofft hätte. Ein Highlight ist für mich der Bluetooth-Standard und somit die Möglichkeit drahtlos, egal auf welcher Base, unterwegs sein zu können. Die Neukonstruktion des Kabelanschlusses mit den Magneten ist prima gelungen und die zusätzliche Eingabemöglichkeiten, unter anderem die 7-Wege-Schalter, gefallen mir persönlich besonders gut. Als Zielgruppe bist du im Enthusiastenbereich unterwegs und nutzt dein Hobby am PC. Ein Upgrade von den Vorgängermodellen hin zum F Pro kann in meinen Augen dann lohnen, wenn du die Neuerungen auch nutzen möchtest oder wenn dir ein nötiges Kabel für den Betrieb abseits von SimuCube immer schon auf den Nerv gegangen ist. Wenn dem der Fall ist und deine SimRacing-Kasse gut gefüllt, dann feuerfrei für das Cube Controls F Pro Lenkrad. Kapitel Nummer 15, der Ausblick. Derzeit arbeite ich hart daran, weitere Wheelbases und Pedale vorzustellen. Und Reviews rund um das Fanatec Gran Turismo Pro DD wird's wie versprochen geben. Lasst gerne einen Like und ein Abo da, wenn euch dieses Review gefallen hat. Vielen Dank wie immer fürs Dabeisein. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße von eurem Ron.